Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Ölkühler am OM651 W204 und damit starten wir direkt rein. Let's go! Dann bauen wir den lieben Kollegen hier mal ein direkt, würde ich sagen. Dafür auf jeden Fall mal Batterie abklemmen. Wir werden ziemlich viele Stecker heute lösen. Wir bauen die komplette rechte Seite ab, damit wir an den Ölkühler rankommen. Der ist ein bisschen versteckt beim OM651, aber das kriegt man auch hin. Auto würde ich anheben, macht es ein bisschen einfacher tatsächlich. Ihr müsst Öl ablassen, Kühlwasser ablassen. Dann starten wir rein, würde ich sagen. Dann einmal die Batterie abklemmen. Darauf achten, wieder den Batteriesensor zuerst abmachen, bevor man den Minuspol abmacht. Dann könnt ihr unten schon mal die komplette Untenbodenverkleidung abmachen, inklusive hier vorne. Hier ist der Kühler und da müssen wir nachher das Kühlwasser ablassen an der Seite. Und ihr müsst Motoröl ablassen. Dann habt ihr jetzt hier einmal den Ablasshahn fürs Kühlwasser und dann kommt hier das Kühlwasser raus. Und verwendet am besten einen sauberen Eimer, wenn ihr euer Kühlwasser nochmal verwenden möchtet. Ich habe das vor kurzem mit der Kühlwasserpumpe zusammen gewechselt. Deshalb möchte ich es heute mal wieder verwenden. Ansonsten füllt einfach Neues rein, es kostet auch nicht super viel. Beim Kühlwasser ablassen natürlich den Ausgleichsbehälter aufdrehen. Wie bei so vielen OM651, wenn Mercedes früher immer beim Kundendienst einfach nur abgesaugt hat, dann geht die Ölschraube irgendwann unten nicht mehr auf. Und das Problem ist, wenn ihr es trotzdem macht, könnt ihr euch Risse in die Ölwanne holen. Ich gehe auf Nummer sicher, ich weiß, das ist absolut nicht cool, weil dann der Ölschlamm drin bleibt unten. Aber ich sauge jetzt ab, geht tatsächlich auch schneller, aber ist trotzdem nicht die perfekte Wahl. Muss ich jetzt hier leider so machen. Ich habe Angst, dass mir die Ölwanne sonst unten kaputt geht. Nachdem wir jetzt Öl und Kühlwasser abgelassen haben, werden wir anfangen, hier die rechte Seite zu demontieren, damit wir hier an unseren Ölfilter kommen. Einmal Keilriemen ab, 17er Vielzahn. Das ist ein E10 hier. Ich glaube, das hat ziemlich viel bei Mercedes Torx. Der Dieselfilter, den legt man einfach mal nur hier zur Seite. Das sollte reichen. Dann hier hinten den Halter abmachen, da war der Schlauch dran, der war hier. Da könnt ihr die Schlauchschellen öffnen, die hier aufgemacht, die hier aufgemacht. Das ist die Abgasrückführung, davon der Kühler. Jetzt seht ihr auch schon die meisten Schrauben, zwar sind es die 3 und unten hat es auch nochmal 3. Die unten in der Mitte, hier mit einer Verlängerung, zeige ich euch gleich. Abmachen ist ein Gefummel, vor allem beim Reinbauen. Deshalb beim Reinbauen dann die unten in der Mitte eigentlich immer zuerst machen. Dann habt ihr hier unten noch eine Schraube, da. Und die machen wir auch noch raus. Dann wie gesagt die 3 hier einmal aufmachen. So, jetzt habt ihr noch eine da unten. Da unten und eine da unten. Da kommt ihr relativ easy hin. So, in dem kommt ihr schon mal so vorbei. Das passt. Ihr braucht lange Verlängerungen. Am besten dann einfach mit einem Magneten reingehen, euch die safen und wieder raus. So, jetzt ist die in der Mitte unten. Dafür geht ihr einmal hier rein, unten in die Mitte. Und dann müsst ihr über so einen kleinen Hubbel drüber. Also ich habe mal wieder Trick 17 angewandt. Die große Torx-Nuss. Passt leider nicht über diesen kleinen Hubbel. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Eine Viertelzoll Verlängerung genommen und vorne eine normale Achternuss drauf gemacht. Die geht auch auf die Torx. Nicht so geil, aber funktioniert. Dann kommt ihr da durch und jetzt könnt ihr es aufdrehen. So. Samt Schraube einmal rausgekommen. Sehr schön. Da ist noch ein bisschen Kühlwasser drin. Das natürlich auffangen. Dann habt ihr einmal noch eine Metalldichtung, die einfach bei Gelegenheit neu machen. Ich verlinke es euch unten. Dann geht es jetzt daran, die Einspeisung der Abgasrückführung auszuschrauben. Hier 2 und hier am Regler noch 2. Um hier an die untere Schraube von dem Abgasrückführungsrohr zu kommen, macht es Sinn, tatsächlich hier die Spritzschutzwand auszubauen. Und da ist auch noch eine Dichtung bei dem AGR. So sieht die aus.
So sieht das wunderbare Teil aus. Perfekt. Das können wir säubern und wieder einbauen. Dann machen wir jetzt mal die 4 hier auf von der Ansaugbrücke und dann schauen wir, wie sie unten festgemacht ist. Die 4 sind jetzt schon mal draußen. Der Sensor ist draußen. So, und jetzt habt ihr, sehr schwierig zu zeigen, ihr habt da unten jetzt nochmal 2, die in den Motorblock gehen und nochmal 2, die auf die Drosselklappe gehen. Die mache ich jetzt auch mal noch raus. So. Jetzt habe ich die 2 Schrauben, die zum Motorblock gehen, schon rausgemacht. Das geht tatsächlich, ist fummelig, aber geht einfacher wie gedacht. Und jetzt mache ich die 2 Schrauben noch, die zur Drosselklappe gehen. Alle Schrauben sind draußen. Die 4 zur Drosselklappe sind sehr lang. Und die gehen tatsächlich einfacher raus, wie man denkt. Ich bin gespannt, wie es ist beim Reinmachen jetzt. So. Erst einmal das hier. Ja, das sieht doch super aus. So wie es aussehen soll. Perfekt. Packen wir gleich mal hier zu. Wow. Die sieht wild aus, ha? Die sieht richtig wild aus. Geil. Geil, geil, geil. Ich weiß ja, dass später hier die Servopumpe raus muss, zumindest zur Seite. Jetzt mache ich mir mal hier ein bisschen Platz, damit ich da ein bisschen besser hinkomme. Servopumpe auszubauen, gibt es da eine Schraube für den hinteren Halter. Und dann habt ihr hier vorne noch 2 Schrauben und dann könnt ihr die zur Seite legen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr Platz gemacht und zwar habe ich die Servopumpe noch zur Seite gemacht. Was jetzt noch raus muss, ist hier der Klimakompressor. Dafür jetzt hier eine Schraube und einmal unten eine Schraube. Und dann hat es hier hinten noch eine Schraube. Die kann man eigentlich auch nur fühlen. Die ist hier direkt unter dem Anschluss, die auch noch wegmachen. Die Leitungen hier sind ja ein bisschen flexibel, das heißt, den könnt ihr ein bisschen zur Seite tun. Jetzt habt ihr Platz und kommt hoffentlich an alle Schrauben von eurem Ölkühler ran. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Platz machen, damit wir den auch nachher schön rausbekommen. Aber das kriegt man auch noch hin. Muss natürlich jetzt noch die Halterung weg und hier hinten das Blech. Das Blech hier sind nur 2 Schrauben. Der hier ist tatsächlich nur an der einen Schraube hier unten befestigt. So, wir sind angekommen, wo wir ankommen wollten. Unser Ölkühler hier. Geht einmal bis da runter. Jetzt die Schrauben lösen, nur die großen. So, ich habe alle Schrauben raus. Ich habe sie gleich in den neuen jetzt reingemacht. Das sind die 2 hier unten und die 4. Jetzt kommt der Moment, wo wir den Ölkühler rausholen. Alle Schrauben sind locker. Schauen wir mal, ob er sich bewegt. Bewegt sich schon mal. Kommt natürlich Kühlflüssigkeit raus, ist klar. Das gehört jetzt mal dazu. Aber da ist das Ding. So, da ist er. Und die Übeltäter sind nur diese Ringe hier tatsächlich. Die werden halt hart und porös und deshalb ölt er dann da raus. Den Schlauch können wir jetzt hier gleich auf den neuen machen. In welchem Winkel müssen wir nachher noch mal schauen, aber ich denke, das passt so einigermaßen. So, bevor ihr jetzt hier den neuen reinmacht, schaut euch das alles einmal an. Macht sauber, vor allem hier. Das findet der TÜV nicht so geil, wenn das so ölig ist, sonst glaubt ihr euch das nicht. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, hier ist die Dichtung nicht mit rausgekommen. Die ist am neuen Ölkühler schon mit dran, deshalb die muss auf jeden Fall noch mit raus. Dann starten wir jetzt mit dem Rückbau, das gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Die Schrauben vom Ölkühler, das sind M8 bei mir, also brauchen die 20 Newtonmeter. Es gibt auch M6, die brauchen anscheinend nur 10 Newtonmeter. Hier jetzt vielleicht noch mal kurz was Spannendes, und zwar das ist die Dichtung von der Abgasrückführung,
Und da müsst ihr halt schauen, dass die richtig rum eingebaut ist. Weil sonst, die ist nicht symmetrisch, wie ihr seht. Und sonst passen die Löcher nicht mit den Schrauben. Ist eh ein Gefummel, weil es hier halt hier hinten unten drin ist. Aber man kriegt's hin. Das Abgasrückführungsröhrchen da, das silberne, ist wirklich ein Gefummel, wobei es deutlich einfacher reingeht wie raus tatsächlich. So, nochmal vielleicht was Spannendes. Wie kriegt man den Abgaskühler da wieder rein? Ich habe jetzt hier die neue Dichtung und dann unten die Verlängerung schon direkt dran. Und das baue ich jetzt direkt schon so ein. Dann haben wir jetzt alles wieder hier schön zusammengebaut. Abgaskühler ist drin, alle Sensoren sind angeschlossen. Keilriemen ist auch wieder drauf. Batterie ist wieder angeschlossen. Gut, dann machen wir ihn mal an, würde ich sagen. Super. Läuft, würde ich sagen. Passt soweit, kann man lassen. Dann danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.